Willkommen bei Stuttgart 21. Heute geht es um die Montage der Treppen am Zugang Nord. Diese ist einer von 4 Hauptzugängen zur Bahnsteighalle des künftigen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Eine etwa 48 Tonnen schwere Treppe muss millimetergenau in diesen Zugang gehoben werden. Wie das geht, schauen wir uns heute an. Die sogenannten V-Treppen verbinden künftig das Bahnhofsdach mit dem Verteilersteg. Von dort aus gelangen die Reisenden zu den Bahnsteigen. Den Namen verdanken die Treppen ihrer V-Form. Die Montage ist eine echte Herausforderung, weil sehr große Bauteile in einem sehr begrenzten Raum unter der Gitterschale eingebaut werden müssen. Der Einbau erfolgt in der Gitterschale am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz. Diese Gitterschale sitzt direkt auf dem sogenannten Sonderkelch. Der Sonderkelch vereint verschiedene Alleinstellungsmerkmale. Im Vergleich zu allen übrigen 27 Kelchstützen steht er um 180 Grad gedreht. Zudem trägt er später die V-Treppen, 2 Rolltreppen und einen Aufzug. Und das alles direkt oberhalb des bestehenden S-Bahn-Tunnels. Damit die S-Bahn-Röhre nicht belastet wird, steht der Sonderkelch auf einer speziell errichteten unterirdischen Spannbetonbrücke. Nach der aufwendigen Planung und Vorbereitung werden die einzelnen Segmente zunächst per LKW angeliefert. Die V-Treppe besteht aus insgesamt 12 Treppenteilen. Jedes Segment wiegt rund 4 Tonnen. Auf der Baustelle übernimmt ein Kran die Elemente und hebt sie auf das künftige Bahnhofsdach, wo sie zwischengelagert werden. Damit die V-Treppen später präzise in der Gitterschale montiert werden können, wurde vorab eine Transportbrücke mit Kranbahnen gebaut. Sie dient als Montagehilfe während der Bauzeit. Das Besondere: die Kettenzüge können von den Monteuren per Knopfdruck bedient werden. Die Treppensegmente kommen mit 4 verschiedenen Beschichtungen auf die Baustelle: Grundierung, 2-mal Brandschutz und 1-mal Decklack. Auf dem Bahnhofsdach werden noch die Schweißnähte vorbereitet. Sie müssen metallisch blank und frei von Verunreinigungen sein. Dann kommen die Kräne zum Einsatz. Mithilfe von Turmdrehkränen werden die Treppensegmente auf einen ferngesteuerten Fahrwagen und 2 Rollbretter gesetzt. Auf diese Weise bringen die Monteure das Treppensegment in Position. Zunächst wird das erste Treppensegment bis an die Kante gerollt, anschließend wird es in die Kettenzüge gespannt, zum Schluss entfernen die Arbeiter die Absturzsicherung. Jetzt werden die Teile in die jeweilige Position gefahren, abgesenkt und final positioniert. Am Verteilersteg des Sonderkelchs befindet sich eine Anschlussstelle. Dort wird die Treppe exakt platziert und mit Bolzen gesichert. Dann geht es weiter mit dem nächsten Teil, das sich am vorigen Treppensegment orientiert. Erst werden 3 Segmente auf der einen Seite eingebaut, dann auf der anderen und so geht es fort, bis alle 12 Treppensegmente eingehoben sind. Später werden die Segmente final ausgerichtet, geschweißt und beschichtet. Als nächstes folgen die Rolltreppen und der Aufzug. Die Montage der V-Treppen ist ein wichtiger Schritt, um den Bereich um die Gitterschale im Norden des Bahnhofs zu einem voll funktionsfähigen Zugang zur Bahnsteighalle auszubauen. Denn der Zugang Nord ermöglicht, dass Reisende künftig auf kurzem Weg von der Heilbronner Straße in die Bahnsteighalle gelangen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert gerne den Kanal.